Wir hatten den 500 PS Club. Und wir hatten den 700 PS Club. Und weil ehrlich gesagt der 700 PS Club der schönste war, machen wir den heute einfach nochmal. Kandidat Nummer 1, der CLS 63 AMG von PP Performance. Kandidat 2, der Manhart MH3, viel Leistung, knallhartes Fahrwerk und wenig Gewicht. Kandidat 3, der Biturbo Golf von HGP. Bieten diese 3 PS-Kracher wirklich Leistung satt oder haben die Tuner den Mund zu voll genommen? Und wer wird Chef im Club der 700 PS-Sportler? Und das hier ist Kandidat Nummer 1. Mit geänderter Software und eigener Abgasanlage soll dieser CLS 63 AMG von PP Performance statt 557 gewaltige 710 PS auf die Bälle wuchten. Preis fürs Tuning 14.000 €. Aber hat er wirklich 710 PS? Auf zum Performance-Check. So, jetzt sind wir bei der Henny GmbH, ein unabhängiger Prüfdienst. Und hier werden wir jetzt schauen, was die Autos für eine Leistung haben. Als erster ist der CLS 63 von PP Performance dran. Und der Bruce, der da im Auto sitzt, der wird die Messung durchführen. Und jetzt ist es wirklich unabhängig. Jetzt gibt es kein Gelaber mehr, sondern jetzt zählen nur noch die Zahlen, die aus dem Computer da hinten rausgucken. Bei der Leistungsmessung wird der Antriebsstrang gleich maximal belastet werden. So, Bruce, dann mal los, ne? Jo. Gib alles. Die hohen Temperaturen im Prüfraum belasten den Motor zusätzlich. Doch der CLS lässt munter PS-Zahlen purzeln. 710 Pferdestärken verspricht der Tuner. Wie stark der Schwabe heute wirklich ist, wird die Messung gleich verraten. Okay, Bruce, dann teil mir mal bitte das amtliche Endergebnis mit. Wie viel PS haben wir? 696 PS. Okay, also nicht ganz 710, aber 696 sind auch schon richtig amtlich, ne? Auch wieder die Temperaturen heute. Temperatur. Ja. Was sind wir denn hier? 38 Prüfraum. Das ist... 38 Grad. Ja. Und das zieht die Leistung nach unten? Ja. Okay. Gut, was haben wir noch alles für Zahlen da drauf? 966 Newtonmeter. Was? Ja. Okay. Turbo macht's möglich. Dann bist du mir jetzt nicht böse, wenn ich jetzt fahren will, ne? Nein. Gut. Gib Gas. Jetzt muss sich der CLS auf freier Strecke beweisen. Wir rollen uns jetzt so ein bisschen ein, machen die Reifen ein bisschen warm und dann machen wir den Beschleunigungstest. Und während Matthias die Reifen wärmt, schauen wir uns die Teststrecke an. Der Daimler wird 900 Meter lang voll durchbeschleunigen. Gemessen wird von 0 bis 100, 0 bis 200 sowie die Höchstgeschwindigkeit im Ziel. Jetzt stehen wir am Start. Wir gehen auf den Race Start. Pedal Up bestätigen, Gaspedal betätigen. Alter Schwede, marschiert der. Das sind jetzt schon 150, 180, 190, 210, 220, 240 und mit 250 ungefähr gehen wir durch die Lichtschranke. Das Ergebnis von 0 auf 100 in 4,4, von 0 auf 200 in 11,8 Sekunden. Topspeed 255 km/h. Die Beschleunigung, die gerade runter war, natürlich Wahnsinn. Also mit der Launch Control loszufahren, ersten 2 Gänge trotzdem natürlich Traktionsprobleme mit dieser großen Leistung, aber dann im 3. Gang hat der alles rausgepresst, was geht. Wahnsinn. Die nächste Disziplin, der Fritzi-Faktor. Das ist Fritzi. Fritzi Arnold, um genau zu sein. Keine geringere als die amtierende Miss Tuning. Die Aufgabe, nach ihren Kriterien bewerten, welcher unserer 700 PS Boliden das meiste Stehvermögen entwickelt und sie somit am meisten beeindruckt. Matthias ist natürlich immer dabei. Hey Fritzi! Juhu! Na? Hi! So, du bist die aktuelle Miss Tuning Genau so schaut's aus. und du wirst heute unsere Fahrzeuge bewerten nach deinen Kriterien. Nach meinen Kriterien, richtig. Genau.
Doch bevor es zur Sache geht, will Matthias die schöne Fritzi besser kennenlernen. Hast du eine Ausbildung gemacht? Ja, ich bin Ergotherapeutin. Ergotherapeutin? Ja, ich habe im Hospiz gearbeitet. Kannst du mich gleich mal ergotherapieren, wenn wir hier Soll ich mit das fertig sind? Ergotherapieren? Geht das? Klar, welche Richtung? Ist das Wellness? Nee, So ein bisschen aber schon, Nee. oder? Ist aber gut für die Knochen und so. das verwechselst du jetzt wahrscheinlich mit der Physiotherapie. Was ist denn Ergotherapie? Zum Beispiel so Arbeit mit behinderten Menschen. Ach so, Soll ich dir helfen? ja, ein bisschen bescheuert bin ich schon auch. Und deshalb zeigt Matthias der Fritzi jetzt mal, was man mit einem CLS von PP Performance so alles anstellen kann. Doch die gebotene Darbietung kickt Miss Tuning 0. Gut, ich merke schon, du bist einiges gewöhnt. Kannst gerne noch einen drauflegen. Das lässt sich ein Malmedy nicht zweimal sagen. Das waren jetzt mal so 300 Meter schwarze Striche. Das Klar. macht dir keinen Spaß, oder was? Doch, das macht schon Spaß. Aber es wäre halt noch cooler, keine Ahnung, wenn das so, wie gesagt, tropischer wäre. So richtig. Naja, vielleicht helfen ein paar Donuts, um Miss Tuning zu beeindrucken. Matthias gibt alles, um ihre Gefühle in Wallung zu bringen. So ein Donut macht dir auch keinen Spaß, oder? Man gewöhnt sich dran, ne? Wenn du noch zweimal rumfährst, ist es dann wie geradeaus. Ja, klar ist mir das lieber, wenn Mädels auf dem Beifahrersitz ein bisschen mehr Freude zeigen. Aber gut, ich meine, sie ist ja in gewisser Hinsicht eine Expertin. Sie ist die Miss Tuning. Und dann ja, kann man schon mal entspannt auf dem Beifahrersitz sitzen, wenn 700 PS da vorne anfangen zu arbeiten. Ist halt so, kann ich auch nichts dran ändern. Emotional kann der CLS die flotte Fritzi nicht berühren. Zeit für eine Zusammenfassung. Also was ist dein abschließendes Fazit? Abschließendes Fazit, also auf jeden Fall schönes Auto. Optisch, ja. Und die Leistung, ich will jetzt nichts über die Leistung sagen. Also die Leistung ist top, bloß es ist halt gemütlich. Eine gemütliche Top-Leistung. Die spinnt doch. Der nächste Punkt, die Rundenzeit. Jetzt steht das Gesamtpackage im Fokus. Leistung ist das eine, Traktion und Fahrbarkeit das andere. Der 1,8 Kilometer lange Rundkurs ist daher ein Potpourri verschiedenster Anforderungen. Lange Gerade, U-Turn mit heftiger Anbremszone und viele temporeiche Kurven. Gestartet wird fliegend. So, spät bremsen. Uiuiui, das war aber ziemlich spät. Ja, das ging gerade noch mal gut. War genau der richtige Bremspunkt. Sauber hier raus, nicht zu viel rutschen, möglichst früh ans Gas. So, Was haben wir hier, VMAX? Ja, mal wieder geschmeidige 250. Und die müssen vor dem U-Turn eliminiert werden. Maximalbelastung für die Bremsen. Danach geht's gleich wieder voll aufs Gas. Ja, Übersteuern durch den Räder sind hier fast nicht zu vermeiden. Aber das macht ja nichts, ne? So, spät wieder rein. Genau, früh ans Gas. Alter, ey, das gibt's hier mit 700 PS, ist nur Übersteuern angesagt, logischerweise. Und jetzt gehen wir durch die Zeitmessung und zack. Mal gucken, was der Mörser so drauf hat, zeitmäßig. Die Rundenzeit 1 Minute 4 Sekunden und 25 Hundertstel. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Ihr Name Mannhardt MH3. Das Credo viel Leistung und wenig Gewicht. Die Technik Heckantrieb und ein Biturbo V8 aus dem BMW M5. Mit größeren Turbos versehen lautet die offizielle Leistungsangabe des Tuners 750 PS. Wenn das stimmt, brennt nicht nur die Luft, sondern auch der Asphalt. Los geht's mit dem Performance-Test. Auf dem Prüfstand wird sich gleich zeigen, was der 250.000 € teure Komplettaufbau mit eigener Fahrgestellnummer wirklich leisten kann. Bruce, mach das Fahrzeug an. Hat der Mannhardt wirklich 750 PS? Matthias beobachtet gespannt den Monitor. Doch dann bleibt die Messung bei 576 PS hängen. Das ist kaum mehr als die Serienleistung. Das Notprogramm hat sich aktiviert. Matthias und Bruce müssen noch einmal messen, denn momentan fehlen knapp 180 PS zur offiziellen Leistungsangabe.
Zweiter Versuch. Jetzt muss der Mannhardt deutlich draufpacken, sonst ist er raus aus dem 700 PS Club. Wieder beobachtet Matthias die Messung am Computer. Doch der Mannhardt quält sich. Und wieder schickt die Software den Motor ins Notprogramm. Matthias ist enttäuscht. Mehr als 586 PS gibt der Motor heute einfach nicht frei. Mannhardt ist raus. Doch so schnell wollen die Macher von Mannhardt nicht aufgeben. Bis spät in die Nacht analysieren sie alle Faktoren und finden schließlich eine Lösung. Ja, eigentlich hätten wir sagen müssen, der Mannhardt ist raus aus dem 700 PS Club, aber die Jungs haben alles gegeben, haben ihre Laptops ausgepackt und haben dem Motor ja, eine neue Software aufgespielt. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass er ordentlich Leistung hat. Der nächste Morgen. Matthias fährt zum Start für die Beschleunigungsmessung. Einen Prüfstand braucht er nicht mehr. Das Schöne ist, wir messen es jetzt einfach mit der Zeit ab. Wir brauchen eigentlich gar keinen Prüfstand. Wir sehen es ja nachher, wenn er über 11,8 braucht, dann hat er keine 700 PS. Jetzt fahren wir an den Start. Es gibt in dem Auto keine Launch Control, also werden wir Probleme haben mit Wheelspin, aber das versuche ich mit meinem sensiblen Gasfuß wieder gut zu machen. So, wir stehen genau an der Pylone. Dann geht's los. Alter Schwede, not bad. Wir sind jetzt schon bei 230, 240, 250, 260 oder sowas. Zack, und rein in die Bremse. Ja, also das war nicht übel. Gereicht hat es trotzdem nicht, denn in allen Messdisziplinen liegt er hinter dem schwereren CLS von PP Performance. Matthias rechnet. Der PP hat 696 PS und der Mannhardt ist eine halbe Sekunde langsamer auf 200. Ja, der wird irgendwas zwischen 650 und 670 PS wird er haben. Jetzt kann nur noch der Fritzi-Faktor helfen. Malmedy mit MH3 im Querverkehr, die Fritzi langweilt sehr. Miss Tuning hat eben höchste Ansprüche. Ein schweres Los für Matthias. Immerhin hat unser Testfahrer ein wenig Spaß. Fritzi dagegen hat schon abgeschalten. Geil, wie der driftet, alter Schwede. Ein Flugzeug. Ach ja, Fritzi hat den Braten natürlich längst gerochen. Die Leistung könnte etwas mehr sein. Das ist Vollgas? Ja, Dann finde ich die Beschleunigung auch nicht so toll. nicht so Das toll. ruppt nicht. Nee, hier ruppt's mir nicht. Was macht nicht? Das ruppt nicht so. ruppt weißt du, nicht? es ruppt nicht. So, es ruppt nicht. Lieber Herr Mannhardt, Lieber Herr Mannhardt, es ruppt nicht. Nichts ruppt mit den nicht. Ruppen. Vielleicht ruppt zumindest die äußere Erscheinung. wie findest du den jetzt optisch, Fritzi? Sieht sehr sportlich aus. Farbe spricht mich jetzt persönlich nicht an, aber sieht sportlich aus. Dass Frauen immer auf die Farbe gehen müssen. Ja, es ist nun mal so. Der Mannhardt BMW kann bei Miss Tuning einfach nicht landen. Die Wertung für den Fritzi-Faktor? Also, der BMW, muss ich ganz ehrlich sagen, der sah gefährlicher aus, als er wirklich war. Letzte Chance, die Rundenzeit. Mit wenig Gewicht und straffem Fahrwerk hat der MH3 eigentlich gute Karten für eine schnelle Runde. Doch reicht die Leistung für die lange Gerade? Und der Start. Ey, wenn du da ins Gas gehst, das geht gar nicht anders, als dass die Hinterachse weggeht. Weil der so viel Power hat. So, die Gerade, Volllast runter natürlich. Und bremsen. Und zwar richtig reinhacken. Um die Pylone rum. Ja, nicht zu viel Schnur. Ja, das geht gar nicht anders als im Drift. Nach dem U-Turn kommen zwei schnelle Kurven, die der Mannhardt deutlich flüssiger durchfahren kann als der CLS von PP Performance. Aber reicht das am Ende, um die Zeit des Mercedes zu knacken? So, jetzt einen engen Bogen fahren. Ja, jetzt geht Gas
Gas, 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 Gas. Und durch. Es hat gereicht. Mit einer Rundenzeit von 1 Minute 4 Sekunden und 13 Hundertstel setzt sich der Manhart MH3 gegen den CLS von PP Performance in dieser Kategorie durch. 1:04:13, das ist ein ganz kleiner Tacken schneller als der Mercedes und so hat sich das auch angefühlt. Also das, was er weniger an Leistung hat, das macht er durch seine Kurvenlage wieder gut, durch sein Gewicht natürlich auch und das passt. Doch einen hat Matthias noch. Dieses Fahrzeug ist kein Golf, sondern ein böser Wolf, dem man weder im Wald noch auf der Autobahn begegnen sollte. Er hört auf den Namen HGP 3,6 Biturbo, besitzt die Bremsanlage vom SL65 AMG, Allradantrieb und ein 7-Gang DSG vom Audi RS3. Über 730 PS sollen drin sein. Angeblich. Der Performance-Test wird Klarheit bringen. Auf dem Leistungsprüfstand muss der HGP nun beweisen, was wirklich in ihm steckt. Heißer Wolf oder lauwarmes Würstchen? Bruce schmeißt die Maschine an und der HGP lässt Leistung folgen. Der Rest steht auf dem Monitor. 730 PS verspricht der Tuner. Tatsächlich leistet der Golf noch mehr. Also 732,1 PS hat dieser Golf und die will ich jetzt fahren. Auf dem Weg zur Beschleunigungsmessung rekapituliert Matthias das Ergebnis der Leistungsprüfung. Ey, das ist so krass, dass man jetzt weiß, okay, wir sitzen jetzt in einem Golf mit 732 verbrieften, offiziell gemessenen Pferdchen am Start. Geil! Doch kann das PS-Wunder seine Leistung auch auf den Asphalt bringen? So, Bremse treten. Los geht's. Alter Schwede. Alter Verwalter. Das gibt's ja überhaupt nicht. Der springt nach vorne. Der fährt nicht nach vorne, sondern er springt nach vorne. Wir haben jetzt schon 210, 230, 240, 250, 270. Alter Verwalter, ist das krank. Und weil man es einfach gesehen haben muss, hier der Tacho in ungeschnittener Fassung. Der Leistungspunch des HGP ist nicht nur brutal, er ist brachial. Der kleinste Kandidat beschleunigt am schnellsten. Die gemessenen Zeiten sind atemberaubend. 0 bis 100, 3,1 Sekunden, 0 bis 200, 9,6 Sekunden, Topspeed 266 km/h. 0 bis 200, 9,6 Sekunden. Alter Schwede, bist du eine Drecksau. Nächster Punkt, der Fritzi-Faktor. Na Fritzi, was sagst du jetzt? Was willst du denn mit einem Golf? Ruhe, einsteigen. Einmal reingestiefelt und Fritzi ist voll bei der Musik. Das war aber auch eine schwere Geburt. Klingt Da auf jeden musst Fall du schon böse. anspannen hier, ne? Die Bauchmuskeln ein bisschen. Ja, die Bauchmuskeln, die nicht vorhanden. Nee, definitiv. Cool ist das. Ist das besser, oder? Ja. Das günstigste Fahrzeug rockt am meisten. Zum Grundpreis eines Golf R gesellen sich noch einmal 65.000 € für den Umbau. Danach kann man alles verblasen. Sportlich, bissig, Sportlich, laut. bisschen so laut muss es Sportlich, bissig, laut. sein. Genau. Sportlich, bissig, laut und vor allem richtig schnell. Auto hat den Test bestanden. Den findest du jetzt besser, oder was? Gekauft, ja, der ist besser. Warum? Was Nee, der ist gefällt nicht dir? besser, der ist richtig gut. Was gefällt dir an dem hier besser? Ja, keine Ahnung. Hier kommt das Fahren rüber, hier kommt das Tempo rüber, hier kommt die Beschleunigung rüber, hier kommt
ist halt rüber. Bleibt nur noch die Rundenzeit. Kann der HGP mit seiner brachialen Leistung die Rivalen deklassieren? Wie der antritt, das ist einfach nicht mehr feierlich. Na gut, das leichte Untersteuern, das ist nicht so schön. Das kostet auch Zeit. Wenn er da ein bisschen mehr mit dem Arsch mitlenken würde, könnte man ein bisschen früher Vollgas geben. Aber ein bisschen später reicht, glaube ich, auch noch für eine schnelle Rundenzeit. Alter Schwede. 60 zu 70 und rein in die Bremse. Halt. Oh, jetzt gibt es sogar richtig Rauch hier. Die letzten Kurven vor dem Ziel. Welche Zeit kann Matthias mit dem Monster-Golf hinlegen? Bis an die Grasnarbe und zurück. Nee, übersteuern kriegt er nicht hin. Nee, komm, rum, lenk und drauf aufs Gas. Ja, das nennt man den Ritt auf der Kanonenkugel. Anders kann man das nicht beschreiben. Das ist eine Kanonenkugel und zwar eine fahrende, keine fliegende. Richtig, Matthias. Mit 1 Minute, 2 Sekunden und 99 Hundertstel setzt sich der Golf die Krone auf. Nach dem Sieg in der Disziplin Beschleunigung steht der HGP auch in der Liste der Rundenzeiten ganz oben. Was für ein Geschoss. Das Endergebnis? Auf Platz 3 der Mannhardt MH3. Die Leistungsprobleme verhagelten eine bessere Platzierung. Der CLS 63 von PP Performance. Viel Leistung und viel Drehmoment sichern ihm Platz 2. Platz 1, der Golf von HGP. Keiner ist schneller und günstiger. Persönliches Fazit zum 7er PS Club, ich will den Golf haben. Bitte spenden Sie. Bitte spenden Sie für Matthias Malmedy. Er braucht diesen Golf. Jetzt.